Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht heute um meine Watchlist und zwar habe ich eine Lieblingsaktie aktuell, die ist ganz weit oben auf meiner Watchliste und das Unternehmen heißt Qualcomm, ein IT-Unternehmen, Konzern, amerikanischer Konzern, Chip-Hersteller und der ist ganz weit oben und ich erkläre euch warum. Bleibt also dran bis zum Schluss. Qualcomm bin ich schon investiert. Ich bin hier in meinem Depot Trade Republic angemeldet, ist also quasi schon ja, der zweite Wert, den ihr jetzt seht, hier kennenlernt aus meinem Depot. Ich habe hier 11 Stück schon im Dezember gekauft. Wir waren mal letztes Jahr, Mitte des Jahres, so im Juli bei 200 Euro. Die Aktie ist dann stark zurückgekommen, auf 141 runtergegangen. Aber die Zukunft sieht echt gut aus. Also auch für das Jahr 2025 wird es bei Qualcomm gut laufen und die Analysten auf Seeking Alpha ist ja hier eine Analystenplattform, die sagen Bye Bye und die Hauptgründe sind hier unter anderem künstliche Intelligenz. Das mal in Ruhe an. Ihr könnt auch unten bei Seeking Alpha eine Mitgliedschaft machen, wenn ihr das wollt. Wir sind in diesem Jahr 14% nach oben gelaufen, also die Aktie ist dann auch nach diesem Rücksetzer immer noch im Plus, wer am Anfang des Jahres hier gekauft hat. Und das gleiche sieht man nochmal auf dieser Seite hier. Ich gehe mal auf den maximalen Kurs. Genau. Also die Aktie war mal bei 50, 56 Euro, ist eben hochgelaufen bis 200 und jetzt ist sie etwas unterbewertet, nämlich um die 150, 152 Euro geht es da. Warum Qualcomm? Qualcomm hat hier super Gewinne gemacht. Ich zeige das gleich nochmal in der Übersicht. Und zwar ist das jetzt interessant hier vom Aktien-Trader Fox. Man sieht den Bruttogewinn, circa 22 Milliarden davon sind operative Erträge, 10 Milliarden und die werden dann Betriebsaufwände, 11 Milliarden wird von diesem Gewinn dann verwendet, geht also 8 Milliarden gehen in die Forschung und Vertrieb und sonstige operative Kosten. Großer Posten sind natürlich Material- und Lohnkosten bei Qualcomm, aber es ist eben ein sehr gut aufgestellter Konzern, der also auch wieder jetzt zurückkommt in seine alte Stärke. Dividendeninvestor und Qualcomm hat auf alle Fälle eine Dividende. Schon die letzten 21 Jahre wurde die Dividende erhöht. Hier seht ihr nochmal, dass aktuell die Dividende bei 2,12% liegt. Das ist die Dividendenrendite und es wird im Quartal ausgezahlt. Sieht man das hier? Na, das ist jetzt hier vom Aktienfinder. Aber man zahlt im Quartal hier steht es ja, Earnings, Quartalszahlen. Also die Dividende wird im Quartal ausgeschüttet. Das weiß ich auf alle Fälle. Der YouTube-Kollege InvestFlow, der hat hier nochmal ja auch über Qualcomm gesprochen, schon vor 4 Wochen oder sogar länger her und hat hier auch gekauft und dann die Aktien in das Depot seiner Kinder gelegt, finde ich sehr gut. Und ja, freut sich dann auf stetige Gewinne. Hier steht's, Dividende wurde seit 21 Jahren gesteigert und dann kommen wir circa auf 2,12%, wie schon gezeigt. Jetzt zeige ich euch gleich nochmal meine Sicht. Zwar habe ich hier die Zusammenfassung nochmal geschrieben, welche Entwicklungen gibt es aktuell. Ich mache das ein bisschen größer. Also die Gewinn-Netto-Marge ist gestiegen im Vergleich zum Vorjahr auf 26%. Letztes Jahr war sie bei 20%. Das ist also ein sattes Plus hier um ja, 42,2% auf 10,1 Milliarden US-Dollar ist ein echt gutes Ergebnis. Umsatz und Gewinn. Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 10,2 Milliarden. Das ist ein Plus von 18,7%. Und der Gewinn lag bei 2,9 Milliarden, eine unfassbare Steigerung von 96% im Vorjahresquartal, was aber darauf hindeutet, dass das Quartal im Vorjahr eben wahrscheinlich nicht so gut war. Das muss KGV heißen. KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis und das KUV, das Kurs-Umsatz-Verhältnis, ist bei 17,4 und das ist jetzt nicht mehr einstellig, aber es ist im niedrigen zweistelligen Bereich und im Vergleich zu allen anderen 17,8% der Aktien ist es im Vergleich zu anderen IT-Companies und Chip-Herstellern eben
um die 30% fast niedriger. Das KUV, das Kursumsatzverhältnis, liegt bei 4,5%, ist auch wieder in den Vergleichsaktien um 70% niedriger. Das ist natürlich fantastisch. Und die Dividende, wie gesagt, bei 2,12% oder in monetär 3,3 US-Dollar ausgezahlt im ganzen Jahr, und zwar jedes Quartal. Dividendensteigerung ist auch nochmal ein wichtiger Indikator, gibt es auch, und es wird erwartet, dass es im Jahr 2025 die Dividende um 6,5% gesteigert wird. Im Vergleich, das Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,5% und der letzten 5 Jahre sind wir bei knapp 6%. Das Ganze könnt ihr beim Aktientrader Fox nochmal nachlesen. Ja, mein kurzes Fazit zu Qualcomm. Die Bilanz stimmt, da könnt ihr auch noch selber mal recherchieren. Macht eure eigene Recherche. Das einzige Kontra ist, dass die Marktkapitalisierung etwas zu hoch ist. Dazu zeige ich euch gleich nochmal vom Finanzfluss ein Video. Aber Pros sind steigende Gewinne, niedrige Bewertungen im Vergleich und eine geringe Verschuldung, die also darauf hindeutet, dass höhere, stabile Nettogewinnmargen in der Zukunft, in diesem Jahr 2025, 2026 möglich sein werden. Es ist durchaus ein Wert, den man sich längerfristig ins Depot legen sollte. Deswegen ist mein Fazit also einfach bei Kursrücksetzern, und die werden wir im zweiten Quartal 2025 auf alle Fälle haben, da dann einsteigen. Vielleicht geht die Aktie nochmal runter. Ich das hier nochmal an. Ich gehe zurück auf Trade Republic und da seht ihr, dass ja, hier im Chart, na, wer weiß, vielleicht gehen wir nochmal runter, wenn ein Crash, Mini-Crash kommen sollte, auf die 100 Euro. Das könnte ich mir vorstellen, aber durchaus alle Werte zwischen aktuell 160 bis 100 Euro dazwischen sind für mich Kaufkurse, weil die Bewertung bei Qualcomm stimmt. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Das ist also meine Lieblingsaktie auf meiner Watchliste. Und jetzt einen schönen Tag und bis bald. Danke euch. Ciao, ciao.